Im letzten Tutorium haben wir mit dem Handel begonnen und finanzieren unsere Stadt nun neben den Tributen unserer Vasallen und Kolonien durch Exporte und durch Steuern. Wir haben unsere Gottheiten kennengelernt, denen wir Heiligtümer bauen können, und wir kennen unsere Helden, die in unsere Stadt kommen, um uns vor Gefahren zu schützen oder Quests erfüllen müssen, die wir von unseren Gottheiten gestellt bekommen. Gehen wir hier nochmal auf den Reiter Mythologie und dann auf die Lupe, können wir hier bei Helden sehen, dass wir Achill in unsere Stadt bringen müssen, damit er Pfeil und Bogen des Herkules zurückholen kann. Das ist der Quest, den uns die Gottheit Hephaistos gestellt hat. Ja, und hier können wir nochmal sehen, welche Gottheiten wir verehren können und welche Gottheiten uns feindlich gegenübergestellt sind. Für jeden Helden müssen wir eine Heldenhalle bauen, das haben wir hier schon für Achill getan. Klicken wir mit der rechten Maustaste hier drauf, können wir sehen, was wir in unserer Stadt zur Verfügung stellen müssen, damit der Held in unsere Stadt kommt. Ja, wir wollten ja ein Heiligtum errichten und die Wahl ist uns jetzt hier abgenommen worden. Für Achill müssen wir nämlich das Heiligtum des Hephaistos bauen. Ja, für den Bau des Heiligtums brauchen wir Marmor, Holz und Skulpturen und wir müssen jetzt jede Menge Produktionsstätten errichten. Von daher werde ich jetzt hier dieses zweite Wohngebiet vervollständigen und auch schon entsprechend zum Teil parzellieren. Wir haben jetzt das zweite Wohngebiet hier vervollständigt. Es ist genauso aufgebaut wie das erste. Wir haben hier schon einen Teil parzelliert und mit den nötigsten Dienstleistungsgebäuden versehen. Architekturbüro, wir haben hier den Brunnen und das Gymnasium. Wir könnten jetzt auch noch ein Podium bauen. Das kommt dann jetzt hier hin. Wir haben hier das Silo, das werden wir entsprechend einstellen. Und zwar Weizen kann angenommen werden, nur so 20 Einheiten. Und wir werden jetzt hier auch noch Fleisch produzieren. Da werden wir auch mal so 12 Einheiten annehmen. Ja, die beiden Lagerhäuser hier, die sind jetzt einmal für Wolle. Die Wolle kann gefordert werden, 6 Einheiten. Und dieses hier wird entsprechend Olivenöl fordern, auch 6 Einheiten. Ja, sehr gut, dann können wir jetzt den Pausenmodus wieder deaktivieren. Ja, für dieses zweite Wohngebiet möchte ich Wild produzieren, das machen wir hier über Land und Meer, da ist der Jagdhof, dann können wir hier schon mal 2 Jagdhöfe entsprechend bauen. Oh, die Olympischen Spiele sind beendet und wir haben gewonnen. Das ist natürlich super. Ja, und falls wir in 4 Jahren ein funktionierendes Stadion haben, können wir selber die Olympischen Spiele in unserer Stadt abhalten. Wir können auf jeden Fall ein Denkmal errichten. Ja, und das Ansehen bei unseren Verbündeten, Vasallen und auch Kolonien steigt natürlich. Ja, eine gute Nachricht, wunderbar. Wir werden aber jetzt unseren ersten Baustoff produzieren, nämlich Marmor. Ich mache das immer so, dass ich alle Baustoffe an einem zentralen Punkt hier herstelle bzw. einlagere. Das werde ich jetzt hier machen. Wir errichten jetzt erstmal hier Steinmetzwerkstätten, die können wir hier bauen. Ich baue mal direkt 3. Wir brauchen jede Menge Marmor. Hier ist ja die Ressource Marmor. Und dann bauen wir direkt auch schon das entsprechende Lagerhaus dafür. Einstellen. Ja. So, und dann brauchen wir auch noch Holz. Das finden wir auch hier. Sägemühle. Oh, da brauchen wir aber, glaube ich, nur eine. Lassen wir mal hier eine kleine Lücke, damit unsere Arbeiter der Steinmetzwerkstätten hier an diesen Steinbruch kommen. So, dann haben wir jetzt hier unsere Sägemühle. Auch da brauchen wir natürlich ein Warenlager. Gut, das kann jetzt das Holz annehmen. So, dann können wir auf der Agroa schon mal den Lebensmittelhändler positionieren. Ja, hier sehen wir unsere Jäger, wie sie jetzt entsprechend hier bei den Wildschweinen jagen. Ja, und der Job ist nicht ganz ungefährlich. Einige der Jäger werden auch von den Wildschweinen getötet. Die Wildschweine
ist eine Ressource, die nicht unendlich zur Verfügung steht. Also sie muss sich regenerieren und wenn wir zu viele Jagdhöfe errichten, kann es sein, dass der Output dann geringer wird, weil einfach keine Wildschweine mehr da sind. Das gilt auch für die Kais, also wenn wir Fischfang betreiben und auch für die Seeigelkais. So viel noch dazu, aber jetzt wird hier erstmal kräftig Fleisch produziert. Ja, beim Marmor ist es so, hier werden jetzt große Blöcke aus dem Steinbruch rausgeschlagen, werden dann hier zu der Werkstatt gebracht, da sieht man das. Und in der Werkstatt werden dann diese großen Blöcke zu kleineren Marmorplatten verarbeitet und die werden dann hier im Warenlager entsprechend eingelagert. Gut, wir brauchen aber jetzt auch noch Skulpturen. Ja, Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute, nehmen wir natürlich alle gerne an. Für Bronze brauchen wir das Kupfervorkommen, das finden wir hier, das ist ziemlich weit ab von der Stadt, ist aber nicht so schlimm. Wir brauchen ja keinen direkten Zugang mehr zum Arbeitsmarkt. Wir können jetzt hier wirklich autark unsere Gießereien und Bildhauerateliers bauen. Das machen wir mal. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier die Gießerei bauen. Das können wir, ja, das machen wir am besten direkt hier in der Nähe. Wir bauen mal 2 Stück. So, und hier können wir jetzt den Weg runter bauen, das sieht man. Ja, hier kann man eine Treppe bauen. Wir müssen ja irgendwie dann später doch die Skulpturen zu unserer Stadt bringen. So, und dann, da sehen wir schon, wie die erste Gießerei jetzt in Betrieb ist. Dann bauen wir jetzt hier das Bildhaueratelier. Das kann jetzt hier hin. So, anschließen. Ziehen wir mal hier so raus. Ja, und so ein Bildhaueratelier braucht jede Menge Bronze. 4 Ladungen sind nötig. Von daher müsst ihr mindestens 2 Gießereien bauen, um ein Bildhaueratelier mit Rohstoffen zu versorgen. So, wir müssen aber jetzt hier ganz schnell noch einen Architekturposten bauen. Der kann dann hier hin. So, und dann brauchen wir natürlich das Lagerhaus. Kommen wir hier mit der Brücke auf die andere Seite. Mal eben schauen. Oh ja, das geht. So. Weil die Lagerhäuser würde ich jetzt dafür hier errichten. So, und dann kommt dann hier auch noch mal ein Architekturbüro hin. So, dieses Warenlager kann jetzt natürlich Skulpturen aufnehmen. Ja. Und dann bauen wir noch ein Warenlager für die Überschüsse von Bronze. So. Ja, allmählich füllt sich das Rohstofflager bei unserem Bildhaueratelier. 4 Ladungen brauchen wir, damit es losgehen kann. Ja, ich glaube aber, wir bauen hier eine Sperre auf. Dann kann der eine Architekt sich nur hier um die Gebäude kümmern und der andere hier um die Warenlager. So, 4 Einheiten sind jetzt in unserem Bildhaueratelier und wir sehen, es wird begonnen. Das läuft jetzt hier auch. Der Arbeitsmarkt sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir sollten aber mal kurz gucken. Wir haben definitiv zu wenig Nahrungsmittel, die wir produzieren. Hier können wir das sehen. Wir sollten jetzt noch schnell Folgendes machen. Wir können hier in unserem zweiten Wohngebiet jetzt schon mal den Wollhändler auf der Agora etablieren. Ja, und hier bei unserem ersten Wohngebiet können wir jetzt erstmal hier noch Gärten bzw. Parkanlagen bauen. Dann entwickeln die sich auch weiter. Dann bauen wir jetzt hier noch das Gartenhaus auf und parzellieren jetzt hier den Rest. Ja, dann können wir hier auch direkt die Parkanlagen bauen. Gut, das sollte uns aber jetzt jede Menge neue Mitarbeiter bringen. So, dann bauen wir doch noch weitere Weizenfarmen. Das passt ja, da ist das Schaf gerade weggegangen.
Ja, hier können wir auch noch eine bauen. Da haben wir jetzt nochmal 4 Stück. Das werden wir aber später nochmal wahrscheinlich erhöhen müssen. Wir könnten auch jetzt, ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter, ich weiß. Ich möchte noch eine Weizenfarm bauen. Oh, ich glaube, da geht noch eine. Ja, das geht. Ja, wichtig ist, wenn wir jetzt hier weiter bauen, dass wir für unsere Hirten hier einen Zugang lassen, damit sie zu ihrer Herde kommen. Sonst müssen sie wirklich große Umwege gehen. Ja, wenn wir jetzt gleich genügend Mitarbeiter haben, werden wir auch nochmal die Weinproduktion und auch die Olivenölproduktion erhöhen. Das Lager für Marmor füllt sich. Wir gucken noch mal eben kurz hier bei den Heiligtümern. Für die Schmiede des Hephaistos brauchen wir 13 Marmorplatten. Ja, und wir haben 21 schon auf Lager. Das heißt, wir können jetzt mit dem Bau unseres ersten Heiligtums beginnen. Bevor wir das machen, werde ich hier in unserem Zentrallager für Baustoffe noch ein Warenlager bauen. Und das wird jetzt nämlich Skulpturen fordern. Wir wissen ja, dass wir keine direkte Straßenanbindung zwischen 2 Lagerhäusern haben, wenn eins auf Fordern gestellt ist. Sobald wir die ersten Waren im Warenlager haben, kann dieses Warenlager entsprechend die Ware abholen. Ja, leider haben unsere Philosophen die ismischen Spiele nicht gewonnen. Naja gut. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Ja, dann sollten wir aber auch noch mal hier eine Philosophenschule bauen. Die kann hier hin und eine Schauspielschule. So. Und dann bauen wir auch noch mal ein Architekturbüro. Das kann hier hin. Allerdings, diese Sperre ist dann nicht so gut. Das müssen wir anders machen. Die kommt dann jetzt hier hin. So. Ja, wir bekommen ein Geschenk von Tassos. Und zwar 6 Marmorplatten. Nehmen wir gerne an. Ja, wir müssen natürlich hier noch eine Verbindung herstellen, damit die Skulpturen in das Warenlager gebracht wird, was auf Vordern gestellt ist. Da müssen wir jetzt erstmal hier noch eine Brücke bauen. Ja, das geht hier. So, und jetzt müsste eigentlich, ja, die Verbindung da sein. Jetzt kann hier entsprechend die Skulpturen geholt werden. Da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass tatsächlich auch eine Verbindung über Flüsse oder anderen Gewässer oder auch hier bei den Felsformationen vorhanden ist, mit Wegen oder Treppen, damit hier entsprechend die Ware auch geholt werden kann. Gut, wir können jetzt unser erstes Heiligtum bauen. Das tun wir. Gehen hier drauf, klicken die Schmiede des Hephaistos an. Da können wir hier den Baukörper sehen. Und zwar werde ich Folgendes machen. Ich möchte gerne mein erstes Heiligtum hier auf der anderen Seite des Flusses bauen. Dafür roden wir mal den Wald hier. So, jetzt können wir das bauen. Und wir können mit der R-Taste den Baukörper drehen. Ja, so kann man das machen. Und dann bauen wir jetzt ihn hier hin. So, und dann können wir sehen, wie jetzt das Fundament errichtet worden ist. Das Gebäude braucht aber eine Verbindung zur Stadt, weil nämlich die Baustoffe natürlich zu dieser Baustelle gebracht werden muss. Also baue ich jetzt hier meine Straße. Ja, und Foloe schenkt uns Trauben. 12 Körbe Trauben. Ja, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. So, und jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt brauchen wir die Kunsthandwerkergilden, weil sonst wird hier auf der Baustelle nichts passieren. Da ist immer die Frage, wie viel. Ich baue maximal 2. Es ist immer abhängig davon, wie viel Baustoffe ihr schon zur Verfügung habt. Habt ihr sehr viele Baustoffe da, kann natürlich mehrere Gilden gebaut werden, aber ich denke, mit 2 kommt jeder eigentlich immer ganz gut zurecht. Auch hier nicht vergessen, ein Architekturbüro zu bauen. Und dann könnt ihr hier auch eine Sperre errichten. Ja, Tribut nehmen wir wieder an, danke.
Ja, unsere Kunsthandwerker haben Position bezogen und sobald sie das gemacht haben, werden hier die ersten Baustoffe zur Baustelle gebracht. Das erfolgt immer hier über so einen Ochsenkarren. Klicken wir mit der rechten Maustaste das Bauwerk an, können wir sehen, was wir noch alles brauchen. Wir brauchen also noch 44 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Ja, und wenn wir zum Beispiel einen Baustoff jetzt noch brauchen, aus irgendwelchen Gründen, können wir den Bau so lange stoppen hier. Ist aber nicht nötig. Wir können jetzt hier in Ruhe unser Heiligtum bauen. Solange unser Heiligtum gebaut wird, werden wir jetzt hier nochmal unsere Olivenöl- und Weinproduktion ausbauen. Wir haben ja durch die Geschenke unserer Vasallen und auch Kolonien jede Menge Rohmaterial. Da können wir jetzt, glaube ich, erstmal nochmal Olivenpressen bauen. Ja, mittlerweile beherbergen wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Treusen. So, dann können wir jetzt hier noch Kältereien bauen. Das passt doch ganz gut. So, ja, wir haben jede Menge Olivenöl. Das können wir nachher auch mal exportieren. Jetzt werden wir aber erstmal nochmal Landarbeiterlager bauen. Oh, da muss was weggenommen werden hier. Dann können wir nochmal Reben anbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, nämlichen Spiele beginnen. 10, 11. So. Olivenbäume nicht vergessen, das werden wir jetzt hier auch hier hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehr gut. Ja, wir sollten weiter noch Weizenfarmen errichten. Ja, hier passt doch eine hin. Wunderbar. Ja, und hier die Versorgung mit Baustoffen auf unserer Baustelle für das Heiligtum des Hephaistos läuft auch wunderbar. Es wird gerade Holz und Marmor geliefert. Was haben wir hier? Hektor greift die Stadt an. O tapferes Oberhaupt Dominus, Hektor nähert sich ihrer Stadt, weil es ihn nach einem Kampf gelüstet. Sein Schwert ist geschärft und bereit, einen Pfad der Vernichtung durch ihre Stadt zu schlagen. Wir haben noch 6 Monate Zeit, um uns vorzubereiten. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Hektor ist ja ein Wesen, welches Aphrodite dient. Ja, und wir stellen fest, dass diese mythologischen Wesen und auch Ungeheuer nicht immer nur den Göttern dienen, sondern auch auf eigene Faust Wer ihr mich Unwesen anbetet, treibt. dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Ja, ich hoffe mal, dass Hektor nicht zu viel Schaden anrichten kann. Ja, aber wir haben ja Glück. Achill ist der Held, der gegen Hektor kämpfen kann. Also wenn wir jetzt unseren Helden in der Stadt haben, wird er auch sich um das Problem von Hektor kümmern. Aber erst müssen wir hier entsprechend unser Heiligtum zu Ende bauen. Und wir haben die Nemischen Spiele gewonnen. Sehr schön. Und Marathon liebt uns. Das hängt jetzt damit zusammen, da wir die Panhellenischen Spiele gewonnen haben, führt das zu einem höheren Ansehen bei unseren Vasallen, Kolonien und auch bei Verbündeten. Ja, das ist natürlich super schön. Gehen wir mal kurz auf die Weltkarte. Ja, Milet liebt uns auch. Ja, das ist ja sehr schön. Kadamea liebt uns auch. Olympia liebt uns. Alle lieben uns. Ja, sogar unsere Rivalen respektieren uns. Sehr schön. Gehen wir nochmal auf die Weltkarte. Dann können wir das nämlich sehen. Unser Rivale ist jetzt sanftmütig. Und unsere Verbündeten sind philanthropisch, also höher geht es gar nicht mehr. Sehr schön. Immer mehr kann man jetzt den Tempel des Hephaistos erkennen. Das Gebäude wächst und wächst. Das Heiligtum unseres Tempels ist jetzt fertiggestellt. Und nun werden noch entsprechend die Skulpturen aufgestellt.
und natürlich noch weitere Dekorationen durchgeführt. Da werden unsere ersten Skulpturen angeliefert und von unseren Kunsthandwerkern aufgestellt. 6 Stück brauchen wir ja insgesamt. Wir können das Gebäude nochmal mit der rechten Maustaste anklicken, dann können wir sehen, dass wir schon 82% fertiggestellt haben. Ja, und was wir noch an Materialien benötigen. Das ist nicht mehr viel. Die Vollendung unseres Heiligtums steht nichts mehr im Wege. Ja, und nochmal die Mitteilung, dass Hektor unsere Stadt angreifen wird. 1 Monat Zeit haben wir noch. Wir können Hektor gar nicht mit unseren regulären Möglichkeiten entgegentreten. Ja, wir nehmen natürlich wieder gerne unsere Tribute an. Aber dafür haben wir ja Achill. Ich hoffe, dass wir bald alle Ressourcen zusammen haben, um den Helden zu rufen. Es ist soweit. Hektor greift an und dann können wir hier immer auf das Ausrufezeichen, dann können wir zum Ereignis. Ja, das ist also Hektor, der trojanische Kämpfer. Ja, und ich hoffe mal, er bleibt jetzt hier auf diesem Areal und wandert nicht durch unsere Stadt und zerstört alles. Im Übrigen haben wir hier so kleine Icons und da poppen dann gewisse Symbole auf, wenn irgendwas in unserer Stadt passiert. Ja, wir kriegen weiter Geschenke, die lehnen wir jetzt aber erstmal ab, weil wir haben einfach genug von Olivenöl. Ja, wie gesagt, hier haben wir jetzt ein Symbol. Das heißt, dass ein Ungeheuer unsere Stadt angreift. Da kann man auch mal draufklicken. Und dann ist es weg. Also das heißt, die Nachricht ist jetzt gelesen worden. Ja, gehen wir hier nochmal auf Mythologie. Dann können wir jetzt hier im Infofenster sehen, dass Hektor uns angreift. Ja, wir können jetzt hier im Infofenster sehen, dass für unser Heiligtum noch Material benötigt wird. Hier fehlen jetzt tatsächlich Skulpturen. Aber ich hoffe mal, dass diese jetzt bald auf dem Weg sind. Schauen wir mal ganz kurz. Holz wird geliefert. Da kommt ja die letzte Skulptur. Wunderbar. Oh nein, es brennt. Wo brennt es denn? Ja, das war natürlich nicht so gut. Ich habe hier eine Sperre gesetzt. Natürlich brennt jetzt hier unser Warenlager. Das ist nicht gut. Okay, dann werden wir jetzt hier schnell auch nochmal ein Architekturbüro bauen. Es ist gelöscht worden. Sehr gut. Ja, da muss man auch mal drauf achten, dass man hier mit den Sperren nicht irgendwas abschneidet. Ist aber nochmal alles gut gegangen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal das Symbol, das ist jetzt weg. Also ihr könnt hier immer Symbole sehen, wenn irgendwas in unserer Stadt passiert. Ja, Hektor läuft hier nur in diesem Areal. Allerdings, wenn hier jemand zu nahe kommt, wird er entsprechend von Hektor ins Jenseits befördert. Ja, und ich glaube, die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Ja, und ihr sehen, unser Heiligtum ist fertiggestellt. Das können wir hier an diesen Flammschalen sehen. Ja, und so ein Heiligtum braucht auch jede Menge Mitarbeiter. 60 Arbeiter werden benötigt und wir können zu Hephaistos beten. Das hier anklicken, sollten wir nicht zu oft machen. Ja, und wir sehen hier Kupfer vorkommen am Heiligtum. Hier kann tatsächlich auch jetzt Kupfer abgebaut werden, aber ich denke mir mal, wir haben genug Kupfer, welches wir abbauen können. Was ihr noch berücksichtigen sollt, wenn ihr das erste Heiligtum gebaut habt, unsere Priester werden ab und zu in die Stadt gehen, um ein Opfertier zu holen. Entweder ein Schaf oder eine Ziege. Haben wir beides nicht, wird der Priester aus dem Silo Nahrungsmittel holen. Das sollte man berücksichtigen und ab und zu mal gucken, ob unsere Schaf- und Ziegenherden noch vollzählig sind. Gut, wir können jetzt hier die Kunsthandwerkergilden entsprechend entfernen. Und wir haben unser erstes Heiligtum. Hephaistos marschiert jetzt hier durch unsere Stadt.
Was machen wir jetzt mit unseren Baumaterialien? Wir können natürlich jetzt noch ein weiteres Heiligtum bauen, aber wir können natürlich auch diese Materialien jetzt verkaufen. Schauen wir noch mal, wer kauft denn Marmor? Also unsere Kolonie Foloe kauft Skulpturen, das ist schon mal gut. Und Olympia kauft Marmor. Holz wird leider nicht gekauft. Nein, okay. Ägypten vielleicht? Oh, Ägypten kauft Holz, das ist sehr gut. Wir können also unsere ganzen Baumaterialien verkaufen. Wie sieht der Arbeitsmarkt denn aus? Oh ja, da haben wir genug freie Mitarbeiter, die eine Arbeitsstelle suchen. Okay, beginnen wir. Und zwar Pier für Ägypten. Das kann hier hin. Hoffentlich kommt jetzt Hektor uns hier nicht in die Quere. So, das müssen wir hier so anschließen. Das geht, okay. So. Wir exportieren Holz. 12 Ladungen. Und dann hatten wir noch den Handelsposten Olympia. So, bauen wir das ab. Das bauen wir jetzt hier hin. Das war ein kleiner Umweg, aber so, Olympia kauft Marmor. Oh, 36 Stück. Okay, dann machen wir hier mal 16. Und wir hatten noch Foloe. Foloe kauft Skulpturen. Jetzt müsst ihr nur ein bisschen aufpassen. Dieses Warenlager ist ja auf Vordern gestellt. Das werde ich jetzt leeren. Denn ein Warenlager, was auf Vordern gestellt ist, wird keine Ware in einen Handelsposten bringen. Das muss jetzt tatsächlich über dieses hier laufen. Da muss ich jetzt allerdings doch eine Straße bauen. Das kriegen wir aber hin. So. So, jetzt werden auch entsprechend die Skulpturen in den Handelsposten gebracht. Da muss man so ein bisschen auch aufpassen. So, dann kann aber hier eine Sperre hin und hier kann natürlich eine Sperre hin. So. Oh, wir haben jede Menge Bronze. Anscheinend können wir doch mehr Bildhauerateliers bauen, als ich dachte. Okay, aber wir lassen das erstmal so. Gut, dann werden unsere Baumaterialien jetzt hier alle verkauft. Ja, die Heldenhalle für Achill. Wir haben jetzt unser Heiligtum des Hephaistos. Wir brauchen Wein und Rüstungen. Die Rüstungen können wir jetzt auch schon mal herstellen. Wir haben ja genug Bronze hier. Die Waffenschmieden finden wir hier und die Militärwerkstätten. Dann können wir jetzt hier auch mal 4 Stück bauen. Dafür baue ich aber jetzt noch mal eine Gießerei. So, und dann brauchen wir noch ein Warenlager für Waffen. Zurück zu unserer Heldenhalle des Achill. Schauen wir nochmal. Ja, Rüstung und Wein werden jetzt produziert. Das können wir nachher hamstern. Dann haben wir diese Ressource auch zur Verfügung. Bleibt jetzt nur noch die 3 Kompanien der Hopliten oder besser. Wer oder was sind Hopliten? Hopliten sind die Elitekrieger bei Zeus. Und das ist auch eine Besonderheit, denn im antiken Griechenland wurden die Soldaten aus der Bevölkerung rekrutiert. Von daher haben wir jetzt auch hier bei Zeus nicht mehr die Möglichkeit, Soldaten über eine Kaserne auszubilden, die dann in einem Fort zur Verfügung stehen. Wir müssen unsere Krieger hier in unserer Bevölkerung entsprechend ausbilden. Ja, und wie machen wir das? Unsere Hopliten wohnen in den gehobenen Wohnungen. Also wir müssen immer, wenn wir ausgebildete Soldaten
haben wollen, gehobene Wohnungen in unserer Stadt etablieren und diese auch entsprechend ausbilden. Denn Hopliten brauchen Rüstungen und Waffen und die müssen wir auch entsprechend zur Verfügung stellen. Wir werden unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen hier bei unserem Heiligtum des Hephaistos errichten. Ja, und wie ich schon zu Anfang des Tutoriums erzählt habe, benötigen die gehobenen Wohnungen im Vorfeld Nahrung, Wolle und Olivenöl in der Stadt. Das müssten wir jetzt haben. Allerdings, wenn ich jetzt hier die gehobene Wohnung bauen möchte, die eine Größe von 4x4 Feldern schon hat, sehe ich, dass wir die Umgebung erstmal attraktiver gestalten müssen. Oh, wir kriegen wieder Geschenke von Marathon. Vielen Dank. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal die Gegend attraktiver machen. Da werden wir jetzt hier mit den entsprechenden Elementen mal unser Wohngebiet so weit vorbereiten, dass wir die ersten gehobenen Wohnungen platzieren können. Ja, wir haben jetzt hier unser Straßensystem für die gehobenen Wohnungen platziert und hier sehen wir jetzt einen Priester, der mit einem Opferlamm zum Heiligtum geht. Hör auf mit dem Blöken. Ich krieg noch Schuldgefühle. Ja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ja, das wird jetzt hier geopfert. Das heißt, wir müssen gleich mal nach unseren Herden gucken und da mal wieder diese Herden vervollständigen. Ja, wir haben jetzt hier mit Prachtstraßen... Grüße, sterbliches Wesen. Wer meinen Quest erfüllt, auf den wird im Olymp angestoßen. Ein erneuter Quest, diesmal von der Gottheit Dionysos, das Horn der Almathea. Grüße, sterbliches Wesen. Wer meinen Quest erfüllt, auf dem wird im Olymp angestoßen. Das Horn von Almathea füllt sich mit allem, was sein Besitzer sich wünscht, und ich, Dionysos, will es haben. Nur Theseus kann das Horn für mich beschaffen. Ja, wir müssen den Helden Theseus nun in unsere Stadt locken, damit dieser Quest erfüllt werden kann. Da werden wir uns aber später drum kümmern. Ich möchte jetzt erstmal hier die gehobenen Wohnungen platzieren. Ja, mit Prachtstraßen und mit Alleen sowie Blumengarten und Heckenlabyrinthen haben wir jetzt hier eine sehr gute Attraktivität geschaffen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt unsere gehobenen Wohnungen hier platzieren können. Jawohl, das funktioniert. Da nicht. Dort und dort auch. Okay. Hier funktioniert es nicht. Da fehlt tatsächlich noch ein bisschen Attraktivität. Wir haben aber ja auch noch Denkmäler. Wir können jetzt zum Beispiel hier ein Denkmal errichten. Und auch... da habe ich ein Heckenlabyrinth vergessen. Das sollten wir noch bauen. So. Und dann nochmal ein Bevölkerungsdenkmal. Und jetzt sollte das mit der einen gehobenen Wohnung funktionieren. Jawohl. Ja, und ihr könnt hier sehen, hier, dass Nahrungsmittel und auch Wolle schon vorhanden sind. Und die gehobenen Wohnungen brauchen keinen Brunnen. Sie haben hier auf ihrem Grundstück Grundwasser, was sie nutzen können. Das sehen wir auch. Gehen wir noch mal kurz hier Gesundheit und Sicherheit. Und wenn wir jetzt hier auf Wasser gehen, können wir sehen, dass die gehobenen Wohnungen eine Wasserversorgung haben. Was sie allerdings jetzt brauchen, ist natürlich auch eine Agua. Und für die gehobenen Wohnungen müssen wir eine große Agua bauen, weil sie brauchen 6 Waren. Ihr könnt natürlich auch 2 kleine bauen, das geht natürlich auch. Ich baue die Agua jetzt hier hin. Ja, und die Händler hier können sich hier mit allem versorgen, was sie brauchen. Allerdings brauchen wir noch 2 zusätzliche Warenlager, weil unsere Bewohner der gehobenen Wohnungen brauchen Rüstungen. Die werden wir jetzt hier mal fordern. So 10 Stück. Und wir brauchen natürlich noch ein Warenlager. Da werde ich jetzt mal hier
das Architekturbüro abreißen. So, und dann bauen wir hier nochmal ein Warenlager. Und dieses Warenlager muss natürlich Wein fordern, denn wir brauchen auch Wein für unsere Bürger in den gehobenen Wohnungen. Ja, machen wir auch nochmal 10. Oh ne, ich glaube 6 reichen hier auch. Dann bauen wir das Architekturbüro wieder auf. Das kann dann jetzt hier hin. Ja, und wir werden jetzt hier schon mal auf der Agora den Lebensmittelhändler etablieren, den Wollhändler und natürlich den Ölhändler. Ja, wir benötigen jetzt Mitarbeiter, das ist klar, weil wir müssen ja hier diese Siedlung der gehobenen Wohnung mit allen entsprechenden Dienstleistungsgebäuden versehen, die wir auch für die einfachen Wohnungen benötigen. Ja, wir haben das zweite Wohngebiet jetzt ja auch komplett parzelliert, damit wir jede Menge Mitarbeiter generieren können. Aber wir müssen auch weiter an unsere Nahrungsmittelversorgung denken. Ich platziere, glaube ich, jetzt hier nochmal eine Käserei. Ja, und ich denke, wir müssen auch noch mal eine Wollsammelstelle errichten. Jetzt mit den gehobenen Wohnungen verbrauchen wir doch jede Menge Wolle. Allerdings können wir auch den Export jetzt für Wolle ausschalten. Wir verkaufen ja unsere ganzen Baustoffe. So, gehen wir mal hier zum Handelsposten Marathon und setzen jetzt den Export von Wolle aus. Ja, die gehobenen Wohnungen hier sehen nicht mehr ganz so toll aus. Wenn wir hier draufklicken mit der rechten Maustaste, sehen wir, dass die Residenz verlassen ist. Haben zwar hier ihre Nahrungsmittel, Wolle und auch Öl, allerdings fehlt diesen Wohnungen Kultur. Ich habe ja gesagt, wir müssen hier die gleichen kulturellen Angebote zur Verfügung stellen wie bei den einfachen Wohnungen. Fangen wir damit jetzt an. Und zwar ein Podium. Das Podium kann hier hin. Dann versetzen wir hier das Architekturbüro auch mal. So, und dann brauchen wir natürlich auch ein Gymnasium. Und das kann dann jetzt hier hin. So. Und wir brauchen natürlich ein Theater. Das Theater kommt wohin? Das baue ich, glaube ich, mal eben um. Und zwar kann das Gymnasium hier hin. Und dann kommt das Theater hier hin. Ja, das gefällt mir. Da haben wir die ganzen Kultureinrichtungen hier. Ja, und es kann sein, dass wir hier nochmal eine Philosophenschule und auch eine Schauspielschule bauen, damit hier entsprechend unsere Kultureinrichtungen besseren Zugang zu ihren Spezialisten haben. Ja, und wir sehen, mit dem Zugang zum Theater entwickeln sich jetzt hier auch unsere gehobenen Wohnungen wieder. Hier sehen wir, das ist jetzt die Residenz, das ist die erste Stufe der gehobenen Wohnungen und die benötigen jetzt Waffen. Für die Waffen müssen wir natürlich den Waffenhändler hier auf unserer Agora etablieren. Waffen haben wir jetzt schon mehr als genug in unserem Warenlager und wir haben die 3000 Einwohnermarke in unserer Stadt geknackt. Ja, und wir sehen, Waffen werden jetzt eingekauft und wir haben die nächste Entwicklung. Mit der Versorgung von Waffen haben wir jetzt hier den Wohnsitz. Und der Wohnsitz bzw. die Bürger im Wohnsitz möchten besseren Zugang zu Kultur. Ja, für unsere gehobenen Wohnungen brauchen wir jetzt das Stadion. Bevor wir das bauen, schauen wir nochmal hier. Es sind jetzt 2 Einheiten Waffen im Wohnsitz. Insgesamt kann der Wohnsitz 4 Waffen aufnehmen. Das heißt, es werden hier 4
sogenannte Hopliten ausgebildet. Oder beziehungsweise der Wohnsitz beherbergt dann 4 Hopliten. 8 Hopliten ergeben eine Kompanie. Deswegen brauchen wir auch relativ viel Waffen zu Anfang, damit diese entsprechend ausgebildet werden. Wichtig ist aber, wenn unsere Wohnsitze mit Waffen komplett versorgt sind, können wir dieses Gut entsprechend auch exportieren, weil Waffen werden nicht verbraucht, im Gegensatz zu Wolle, Nahrungsmittel und auch Olivenöl und Wein. Erst wenn unsere Kämpfer im Krieg oder in der Stadtverteidigung fallen, müssen diese neu ausgebildet werden, dann werden Waffen auch wieder benötigt. Das ist wichtig zu wissen, ansonsten habt ihr nämlich dann die ganzen Waffen auf Halde und wenn ihr die verkaufen könnt, ist das auch ein lukratives Exportgut. Ja, wir müssen jetzt hier ein Stadion bauen. Finden wir hier unter den Reiter Kultur. Das Stadion können wir übrigens nur einmal bauen. Ja, und ich würde sagen, das bauen wir genau hier hin. So. Sehr gut. Ja, da können dann jetzt die Wettkämpfe stattfinden. Das heißt, unsere Athleten gehen dann zu dem Stadion und dadurch bekommen unsere Bürger hier bei den gehobenen Wohnungen Zugang zu dem Stadion. Gehe ich jetzt hier auf Wettkämpfe, können wir sehen, wie hier schon der Zugang entsprechend gegeben ist zu dem Stadion. Ja, der Wohnsitz kann sich nicht weiterentwickeln, weil er neben dem Stadion jetzt Wein haben möchte. Das können wir ihm natürlich auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise den Bürgern natürlich, indem wir jetzt hier auf der Agora den Weinhändler etablieren. Ich will Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. Ja, und wir sehen jetzt die Weiterentwicklung bei unseren gehobenen Wohnungen. Mit der Versorgung von Wein haben wir jetzt hier die Villa. Und die letzte Ausbaustufe für unsere gehobenen Wohnungen benötigen jetzt Pferde. Das hatte ich bei den gewerblichen Städten nicht erwähnt, dass wir auch Pferde produzieren können, hier für unsere gehobenen Wohnungen. Weil wir können unsere Hopliten auch zu Reitern ausbilden. Das ist die höchste Form unserer Elitekämpfer. Wo finden wir den Pferdehof? Den Pferdehof finden wir hier unter Militär und dann unter den Militärwerkstätten. Da finden wir den Pferdehof. Den können wir hier errichten. Und der Pferdehof benötigt Weizen. Das heißt, wir müssen diese Einrichtung hier tatsächlich mit Weizen versorgen. Das erfolgt automatisch, wenn die Ernte eingefahren wird. Da sehen wir schon einen Karrenschieber, wie er jetzt Weizen zu unserem Pferdehof bringt. Das läuft automatisch. Man kann aber auch ein Warenlager entsprechend einstellen. Ja, und hier werden jetzt entsprechend Pferde gezüchtet. Und sobald die ersten Pferde hier in diesem eingezäunten Bereich vorhanden sind, können wir auf der Agora auch entsprechend den Pferdehändler etablieren. Ja, und ihr seht, das dauert recht lange mit der Versorgung von Waffen. Wie sieht eigentlich die Produktion unserer Waffen aus? Ja, da haben wir mehr als genug im Warenlager, aber der Weg ist halt sehr weit. Oh, hier ist eine Gießerei eingestürzt. Das sollten wir vielleicht noch eben schnell wieder aufbauen. Ja, schauen wir mal auf die Heldenhalle. Wir sehen, dass wir jetzt schon 2 Kompanien der Hopliten haben. Das heißt, bald haben wir das auch erfüllt und dann werden wir die entsprechenden restlichen Waren hamstern. Ja, die ersten Pferde sind hier im Pferdehof. Das ist hier sehr nett animiert. Wir können jetzt tatsächlich den letzten Händler auf unserer großen Agora etablieren, nämlich den Pferdehändler. So, und dann verschönern wir jetzt hier das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen noch. Da ist ja noch ein bisschen Platz. Da können wir zum Beispiel jetzt hier noch Gartenhäuser bauen.
Ja, und dann machen wir hier noch eine Parkanlage. Das sieht doch schick aus. So, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier das zu erweitern. Da können wir noch weitere gehobene Wohnungen platzieren. Wir müssen allerdings hier auch natürlich noch eine Klinik etablieren. Die setze ich jetzt wohin? Ja, setzen wir sie hier hin. Ja, und um unser Heiligtum könnten wir eigentlich auch noch mal Parkanlagen bauen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das passt nämlich hier genau noch so rum. Das gefällt mir. Ja, und ihr seht, hier sind Pferde jetzt entsprechend bei unseren Bürgern der gehobenen Wohnung angekommen. Das sieht man hier. Ist ja auch so animiert in diesem Pferdestall. Klicken wir hier drauf, sehen wir, das ist das Anwesen, die letzte Ausbaustufe der gehobenen Wohnungen. Und die haben jetzt alles, was sie brauchen. Ja, und das Anwesen hat Platz für 20 Bewohner. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass die Bewohner der gehobenen Wohnung nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist also gleich wie bei den Vorgängern. Das sollte man berücksichtigen. Damit haben wir das Thema der gehobenen Wohnungen und der Bereitstellung unserer Elitekämpfer abgeschlossen. Ja, und wir sehen, dass jetzt bei der Heldenhalle für Achill die 3 Kompanien der Hopliten zur Verfügung stehen. Wir brauchen jetzt nur noch Rüstungen und Wein. Das werden wir hamstern. Da gehen wir hier auf den Reiter Vertrieb und dann können wir nämlich hier einmal die Rüstung anklicken, dann wird gehamstert und wir brauchen natürlich den Wein. Der wird hier exportiert. Klicken wir auch an, wird auch gehamstert. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis die Menge zur Verfügung steht. Solange wir noch auf die Güter warten, gehen wir noch mal ganz kurz hier auf den Vertrieb und dann sehen wir, dass wir jede Menge Arbeitslose haben. Das müssen wir auch noch ändern. Gucken wir noch mal ganz kurz nach der Nahrungsversorgung. Dann sehen wir nämlich, dass wir zu wenig produzieren. Da sollten wir jetzt auch noch mal ein paar Weizenfarmen errichten. So, hier können, glaube ich, noch Weizenfarmen gebaut werden. Gucken wir mal. Ja, hier baut es sich auf. Sehr gut. Ja, das sollte aber eigentlich reichen. So, dann bauen wir das so, dass hier noch Produktionsstätten gebaut werden können. Da brauchen wir hier einen Loop und dann brauchen wir natürlich hier auch noch mal ein Architekturbüro. Das kann dann hier hin. Ja, und dann bauen wir auch noch mal Olivenpressen, weil wir haben relativ viel Oliven. Ja, nochmal 2 Stück. Ja, ich glaube, wir könnten Oliven auch mal verkaufen und Wolle haben wir eigentlich auch mehr als genug jetzt wieder. Gehen wir hier zu den Handelsposten von Marathon, dann können wir das jetzt wieder einstellen. Ja, und Olivenöl, da werden wir jetzt das auch einstellen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr Güter verkauft, die wir auch für die Entwicklung der Stadt brauchen. Wir können in den Warenlagern ja kein Limit mehr einstellen. Das war immer sehr, sehr angenehm gewesen. Sobald wir hier ein Defizit haben, müssen wir den Export dann wieder ausschalten. Ja, und dann können wir hier im zweiten Wohngebiet jetzt auch noch das Theater bauen. Ja, und hier bei unseren gehobenen Wohnungen wollten wir ja auch noch eine Philosophenschule errichten und eine Schauspielschule. Oh, das passt ja alles wunderbar hier noch hin. Sehr gut. Mittlerweile haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, dass Achill in unsere Stadt kommen kann. Dann gehen wir hier auf Rufen nach Achill, klicken wir drauf. Dann sind natürlich auch alle Ressourcen aus dem Warenlager dann verschwunden. Gut, dann können wir jetzt erstmal diese Ressourcen wieder zur Verfügung stellen. Hier draufklicken, dann ist das Hamstern entsprechend aufgehoben. Ja, dann warten wir jetzt erstmal auf unseren Helden. Ihr Versuch, den furchterregenden Achill herbeizurufen, ist von Erfolg gekrönt. Ja, Achill ist in unsere Stadt eingetroffen. Da sehen wir hier dieses Symbol. Und da können wir draufklicken. Und dann sehen wir hier unseren Helden, wie er stolz in unsere Stadt kommt. Sehr gut. Klicken wir jetzt hier die Heldenhalle an, können wir hier jetzt Achill auf den Quest schicken.
damit er Pfeil und Bogen des Herkules wiederfindet. Klicken wir an und dann müssen wir jetzt erstmal denjenigen auswählen, der halt entsprechend diese Aufgabe erfüllen soll. In dem Fall können wir natürlich nur Achill hier anklicken. Dann ist er angeworben, das kann man hier auch dann entsprechend losschicken oder löschen. Hier können wir auch entsprechend Krieger anklicken, wenn wir eine andere Aufgabe zu erfüllen haben. Oder sogar mythologische Wesen und Helden von unseren Göttern. Da kommen wir aber später nochmal zu, wenn es mal soweit ist. Wir können jetzt hier den Helden Achill losschicken. Ja, und er kann jetzt den Quest entsprechend erfüllen. Sie waren erfolgreich und haben sich unter den Göttern einen Namen gemacht. Wir haben es geschafft. Achill hat Pfeil und Bogen zurückgebracht und den Quest erfolgreich abgeschlossen. Hephaistos ist sehr zufrieden mit uns und wir dürfen nun ein Denkmal auch errichten. Gehen wir nochmal hier auf das Ereignis. Da sehen wir, wie unser erfolgreicher Held zurückkommt. Ja, und der wird sich jetzt auch direkt automatisch um das Problem Hektor kümmern. Das machen die Helden tatsächlich automatisch, wenn ein mythologisches Wesen oder Ungeheuer in der Stadt wütet, welches dieser Held bekämpfen kann. So geht jetzt Achill zu Hektor und wird ihn hoffentlich zum Teufel jagen. Hier ist Hektor, der gerade hier einen Mitarbeiter im Steinbruch massakriert. Das wird er jetzt hoffentlich ein Ende haben. Ja, da ist Achill. Der Showdown beginnt jetzt hier. Ja, und Helden gewinnen eigentlich immer gegen ihre Feinde. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Jawohl, das Thema Hektor ist erledigt. Wunderbar. Ja, die pythischen Spiele beginnen. Das können wir jetzt tatsächlich auch mal ausschalten. Das ist so eine Geschichte, die finde ich immer sehr nervig. Hier panhellenische Spiele kann man dann entsprechend ganz ausschalten oder nur eine Kurzmitteilung. Das erfolgt dann immer hier in diesem Fenster. Und so kann man tatsächlich die Nachrichten entsprechend so einstellen, welche man hören möchte und welche nicht. Ja, und ein Held können wir natürlich auch für verschiedene Aufgaben noch nutzen, wie zum Beispiel fremde Städte erobern. Und das wäre nämlich unser nächstes Thema, unser Militär und die Kriegsführung. Bevor wir uns jetzt mit dem Militär beschäftigen, möchte ich noch schnell unser Denkmal errichten, das wir durch die Erfüllung des Quests Pfeil und Bogen bekommen haben. Das finden wir hier unter Ästhetik und dann unter Monumente. Wenn wir einen Quest erfolgreich abgeschlossen haben, bekommen wir immer eine Statue des Gottes, der uns den Quest gestellt hat. In dem Fall ist es jetzt Hephaistos und wir können diese Statue jetzt hier errichten und die kommt natürlich direkt hier bei meinem Stadtpalast hin, neben der Heldenhalle des Achill. Ja, und dann bauen wir hier noch eine Straße drumherum, machen das noch ein bisschen schick hier. Ja, und dann kann hier auch noch eine Bank hin. Und noch ein Park. Und dann sieht das doch richtig schick aus. So, jetzt können wir uns auch um das Militär kümmern. Das Militär und die Kriegsführung bei Zeus ist definitiv anders als bei den Vorgängern. Wir haben keine Möglichkeit mehr, Soldaten über Kasernen auszubilden, die dann in Forts für uns zur Verfügung stehen. Wir müssen tatsächlich unsere Soldaten in der Bevölkerung rekrutieren. Wir haben hier den Reiter Militär. Hier finden wir alles Wissenswerte über den Militärstatus unserer Stadt und hier haben wir auch die Bauoptionen. Ja, und wir haben 3 Arten von Soldaten in unserer Stadt. Wir haben die Fußsoldaten. Das sind die Soldaten, die in den einfachen Wohnungen leben. Sie haben keine Waffen und kämpfen nur mit Steinen, die sie im Gelände auflesen und gegen unsere Feinde schleudern. Sie sind dementsprechend auch nur für die Stadtverteidigung nutzbar. Und ab der Entwicklung Haus können die Bürger unsere Stadt entsprechend verteidigen. 8 Bürger bilden eine Kompanie des Fußvolkes.
Ja, und gekennzeichnet wird diese Kompanie hier durch die Standarte mit der Hand, die einen Stein umfasst. Wir können maximal 22 Kompanien Fußsoldaten in unserer Stadt haben. Eine weitere Einheit in unserer Stadt sind die sogenannten Hopliten. Hopliten leben, wie wir es ja schon bei der Heldenheit des Achill kennengelernt haben, in unseren gehobenen Wohnungen und müssen mit Waffen versorgt werden. Auch hier ist es so, dass 8 Hopliten eine Kompanie bilden. Gekennzeichnet wird die Kompanie hier mit der Standarte, die einen Helm als Symbol hat. Und können wir unsere Hopliten mit Pferde versorgen, können sie sich zu Reitern entwickeln. Das ist die höchste Entwicklung unserer Elite-Soldaten. Ihre Kennzeichnung ist die Standarte mit dem Pferd. Ja, und wir können sehen, hier entlang des Palastes sind alle Standarten entsprechend aufgeführt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einmal hier beim Infofenster des Militärs zu sehen, welche Truppenstärke wir haben. Und wir können hier nochmal auf die Lupe gehen, um die Informationen des Militärstatus abzurufen. Ja, und dann können wir sehen, wie viel Berittene, wie viel Hopliten und wie viel Fußsoldatenkompanien wir haben. Ja, was können wir jetzt mit unseren Soldaten machen? Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können einmal natürlich unsere Stadt verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Wir haben aber auch die Möglichkeit, fremde Städte zu erobern. Gehen wir nochmal hier auf die Weltkarte. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns unseren Rivalen Sardes anschauen, können wir ja entweder diese Stadt plündern oder diese Stadt erobern. Möchte ich diese Stadt erobern und klicke hier mit der linken Maustaste drauf, kann ich aussuchen, wer entsprechend angeworben werden kann. Und wir haben die Möglichkeit, einmal unsere Truppen anzuwerben, und zwar nur die Hopliten und Reiter. Und wir haben auch die Möglichkeit, einmal unsere Kriegsleute anzuklicken. Da haben wir jetzt natürlich noch nichts. Wir können unsere Helden entsprechend anwerben. Mythologische Kriegertruppen, wie zum Beispiel die Spartanerkompanie des Gottes Ares. Und wir können hier unsere Verbündete, Vasallen und Kolonien nach militärischer Unterstützung bitten. Pholoe und Tassos sind ja unsere Kolonien, da können wir hier zum Beispiel diese anklicken, wobei wir immer nur eine da entsprechend anklicken können. Ja, und wenn wir hier eine Auswahl getroffen haben, können wir diese losschicken. Das können wir entweder manuell machen oder hier über alle anwerben. Ja, und dann können wir sie entsprechend losschicken und dann läuft das automatisch. Das können wir nicht beeinflussen, ob diese Stadt jetzt entsprechend eingenommen werden kann oder nicht. Wie der Erfolg ist, können wir allerdings abschätzen, denn wir haben bei jedem Stadtsymbol hier einmal silberne Drachmen und rote Schilder. Die roten Schilder zeigen an, wie stark die militärische Präsenz in dieser Stadt ist. Je mehr Schilder, desto stärker ist diese militärische Präsenz. Ja, und die Silberdrachmen zeigen an, wie wirtschaftlich stark diese Stadt ist. Ja, und Sardes würde ich jetzt, glaube ich, nicht angreifen wollen. Wir sehen, wie viele Schilder diese Stadt hat. Das ist also wirklich ein starker Gegner. Da könnte man eher Troja angreifen, wenn man wollte. Das müsst ihr immer so ein bisschen abschätzen. Da könnt ihr immer sehen, wie der wirtschaftliche und militärische Status der Stadtstaaten ist. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ja, neben der Eroberung von fremden Städten können wir ja auch unsere Stadt verteidigen. Da gibt es auch wieder 2 Optionen. Ja, wir haben die Möglichkeit, den Kampf manuell zu bestreiten. Dann können wir hier unsere Kompanien anklicken und Befehle erteilen. Das machen wir gleich. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den Kampf automatisch durchführen zu lassen, ohne dass wir agieren. Da sehen wir hier im Infofenster von Militär diesen Button mit den Helm. Der ist jetzt rot. Das heißt, das Militär steht unter unserer persönlichen Steuerung. Das heißt, wir werden den Kampf manuell bestreiten. Klicke ich hier drauf und der Helm wird blau, wird das Militär automatisch
die Stadt verteidigen, dann haben wir keinen Einfluss mehr darauf. Wir können diesen Befehl natürlich nicht während eines Kampfes wechseln. Also da muss man sich vor dem Kampf entscheiden, was man will. Ja, und ich als alter Pazifist habe diesen Bot natürlich immer gerne genutzt. Gut, stellen wir wieder mal auf manuell. Ja, wie können wir denn jetzt manuell unsere Soldaten steuern? Wir müssen sie erstmal aktivieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann einmal hier mit der linken Maustaste die Standarte anklicken. Da öffnet sich dann das Befehlfenster für diese Kompanie. Da können wir hier unten sehen, das sind die Frösche und es sind 8 Fußsoldaten und die Moral ist furchtlos. So, wir können dann jetzt hier mit der linken Maustaste die Standarte anklicken. Das können wir nicht, weil wir im Pausenmodus sind. Okay, der Pausenmodus muss natürlich aufgelöst werden. So, dann kann ich jetzt hier mit der linken Maustaste wieder draufklicken und die Standarte ist hier im Feld platziert. Allerdings muss ich meine Soldaten erstmal anwerben. Ich habe jetzt erstmal nur die Standarte hier entsprechend platziert. Das finden wir hier in der Befehlleiste. Wir haben einmal hier die Möglichkeit zur Kompanie zu gehen und dann sehen wir auch schon darunter die Kennzeichnung, dass die Kompanie zu Hause ist. Wir können hier die Kompanie drehen und das ist der wichtige Button. Hier wird die Kompanie angemustert. Einmal drauf geklickt, kommen jetzt unsere Soldaten aus den Häusern und sammeln sich hier bei der Standarte. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Fußvolk natürlich dann seine reguläre Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Also wenn ich im Kampf jetzt hier meine ganzen Fußsoldaten aktiviere, fehlen die Mitarbeiter natürlich in den Produktionsstätten und Dienstleistungsgebäuden. Das muss man wissen. Bei den Hopliten und bei den Reitern macht das nichts, weil ja die Bürger in den gehobenen Wohnungen nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Gut, wir haben aber auch noch eine andere Möglichkeit, unsere Soldaten entsprechend zu aktivieren. Mit der linken Maustaste gehen wir aus diesem Befehl wieder raus und dann können wir hier auch in dem Infofenster von Militär unsere Kompanien anklicken. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal jetzt hier die Hoplitenkompanie die Pfeiler an. So, dann ist die auch entsprechend aktiviert und dann kann ich hier auch die Standarte anklicken. Und dann muss ich auch jetzt hier wieder Kompanie anmustern. Das muss man einfach immer berücksichtigen, sonst kommen unsere Soldaten nämlich nicht. Ja, unsere Hopliten haben auch jetzt ihre Stellung bezogen und die sind natürlich sehr gut erkennbar mit dem roten Federkranz auf dem Helm. Ja, und wir haben noch die andere Möglichkeit, nämlich hier beim Infofenster Militär, wenn wir hier auf die Lupe gehen. Und wir können unsere gesamte militärische Stärke hier sehen und auch welchen Befehl sie gerade haben. Also hier können wir sehen, diese Hoplitenkompanie ist inaktiv und die anderen sind jetzt zu Hause. Wir können aber auch hier entsprechend, zum Beispiel jetzt hier, die berittenen Truppen entsprechend anklicken, dann marschieren sie und dann müssen wir natürlich die Standarte hier auch noch entsprechend setzen, weil sie werden jetzt natürlich zu ihrer Standarte gehen und die Standarte ist natürlich hier am Palast. Aber ich möchte gerne hier entsprechend unsere Soldaten positioniert haben. Also muss ich das hier gleich warten, bis die Reiter da sind, damit ich weiß, welche Kompanie das von den beiden hier ist. Ja, und die Reiter sind natürlich sehr schnell. Die schnellste Einheit, die wir haben, da sind sie schon. So, und dann gehen sie jetzt zu ihrer Standarte. Das wird wahrscheinlich jetzt diese hier sein. Die können wir jetzt nochmal anklicken. Dann können wir nochmal sehen, ja, 8 Reiter, das sind sie. Und dann platzieren wir sie auch nochmal hier neben unseren anderen Soldaten. Ja, und dann haben wir jetzt hier unsere 3 verschiedenen Truppenarten. Und wir können einzelne Kompanien auch zusammenfügen. Klicke ich jetzt hier zum Beispiel diese Kompanie des Fußvolkes an und ziehe dann mit der linken Maustaste ein Fenster. Kann ich jetzt hier im Infofenster sehen, dass diese 3 jetzt als Block zusammengefügt worden sind. Die kann ich auch dann gemeinsam entsprechend hier positionieren. Klicke ich jetzt hier zum Beispiel an, gehen die 3 dann halt dorthin und wir können denen dann auch alle die gleichen Befehle erteilen. Es macht aber mehr Sinn, wenn ihr Kompanien der gleichen Waffengattung
als Block zusammenfügt, weil es nämlich unterschiedliche Befehle gibt. Dazu komme ich jetzt. Wenn ich eine Kompanie angeklickt habe, habe ich hier ja das Befehlfenster und auf der rechten Seite haben wir die verschiedenen Befehle. Der oberste ist immer die Verteidigungstaktik und unsere Kompanien haben den auch immer als erstes aktiviert. Und jede verschiedene Waffengruppe hat ihre verschiedenen Taktiken, so auch die Verteidigungstaktik. Die Verteidigungstaktik des Fußvolkes ist folgendermaßen. Die Fußsoldaten halten ihre Position und werfen die Steine auf Feinde in Reichweite. Kommt der Feind in die Nähe der Truppen, werden die Fußsoldaten keine Steine mehr werfen, sondern in den Nahkampf übergehen. Die Verteidigungstaktik der Hopliten ist folgendermaßen, sie legen ihre Schilde übereinander und greifen den Feind mit Speeren an. Ja, und die Reiter halten ihre Position und kämpfen zu Pferden. Unter der Verteidigungstaktik haben wir die sogenannte Angriffstaktik. Die Angriffstaktik der Soldaten ist folgendermaßen, die Fußsoldaten nähern sich dem Feind und stürzen sich sofort in den Nahkampf. Die Hopliten greifen gemeinsam an, teilen Stiche mit Speeren aus und halten die Schilde bereit. Ja, und die Reiter stürmen auf den Feind los und verwickeln sie sofort in Nahkämpfe. Der letzte Befehl, den wir erteilen können, sind die sogenannten Spezialtaktiken. Die Fußsoldaten haben als Spezialtaktik das sogenannte Scharmützel. Die Fußsoldaten werfen Steine auf den Feind. Wenn der Feind zu nahe kommt, weichen die Fußsoldaten auf eine sichere Position aus und nehmen den Angriff von dort aus wieder an. Die Spezialtaktik der Hopliten ist die sogenannte Keilformation. Die Soldaten formieren sich zu einem Keil und beginnen den Angriff. Ja, und die Spezialtaktik der Reitertruppe ist die sogenannte Zermürbungstaktik. Die Reiter preschen gegen den Feind vor, kämpfen eine Weile und ziehen sich zurück. Und dann preschen sie erneut vor. Das sind die Befehle, die wir erteilen können. Leider können wir jetzt hier das praktisch nicht mal durchführen, weil wir nicht angegriffen werden. Wir werden aber in den Kampagnen, den sogenannten Abenteuern, noch jede Menge Möglichkeit haben, die verschiedenen Taktiken im Kampf anzuwenden. Gut, ich würde sagen, wir schicken unsere Soldaten wieder zurück. Hier Soldaten heimschicken und dann wieder die Pausentaste deaktivieren. Wie gesagt, Interaktionen im Pausenmodus sind nicht möglich. So, jetzt können wir sie zurückschicken. So, ihr könnt auch zurück. Und unsere Reiter auch. Ja, wir stehen unsere Standarten hier noch so ein bisschen in der Gegend herum. Die können wir nochmal mit der linken Maustaste anklicken und dann nochmal hier auf den Stadtpalast sind die Standarten wieder dort platziert. Ja, das war das große Thema unserer Soldaten. Wir haben aber nicht nur Soldaten, die unsere Stadt verteidigen oder mit denen wir andere Städte angreifen können. Wir können auch eine Kriegsflotte aufbauen. Das finden wir hier bei den Militärwerkstätten. Klicken wir die an, haben wir den sogenannten Trimenhafen. Die Trime ist das Kriegsschiff im antiken Griechenland. Und wie gesagt, wir brauchen den Trimenhafen, der hier natürlich an der langen Uferlinie eines Gewässers errichtet werden muss. Klicken wir so an und natürlich noch anschließen. Ja, und der Trimenhafen, mit der rechten Maustaste angeklickt, braucht Holz und Rüstung, um die Trime zu errichten. Ja, und der Trimenhafen braucht 100 Mitarbeiter. Das ist natürlich jede Menge. Wir können allerdings auch hier, wenn die Trime fertig gebaut ist, die Mitarbeiter entsprechend entlassen und nur bei Bedarf den Trimenhafen und somit auch die Trime bemannen. Wir warten jetzt mal, dass hier entsprechend die Trime fertig gebaut wird. Da sehen wir schon den Karrenschieber, wie er jetzt Waffen zum Trimenhafen bringt. Ja, und unsere Holzproduktion ist ja eher gering. Von daher dauert das jetzt ein bisschen, bis wir unsere Trime fertiggestellt haben. Mittlerweile haben wir das Holz in unserem Trimenhafen und wir sehen, wie jetzt hier die Trime gebaut wird. Hallo, mein kleiner Käsekuchen. Sie müssten mir einen Gefallen tun. Ja, wir werden von Aphrodite zu einem neuen Quest eingeladen.
Ja, was möchte Aphrodite von uns? Ich, Aphrodite, muss einfach die goldenen Äpfel der Hesperiden haben, die von einem schrecklichen Ungeheuer bewacht werden. Nur Herkules ist fähig genug, die Bestie zu bezwingen. Falls der Held mir die Äpfel bringt, würde ich mich äußerst dankbar erweisen. Ja, wieder ein neuer Quest von Aphrodite und wir bräuchten den Helden Herkules. Aber ich denke mal, das Thema Helden haben wir jetzt zu Genüge bearbeitet. Ja, hier habe ich ein kleines Problem. Irgendwie geht mein Wasserträger hier nicht entlang. Ich hoffe, er tut das jetzt mal. Die Trime ist fertiggestellt. Auch hier mit der linken Maustaste angeklickt haben wir hier wieder verschiedenste Befehle. Wir können hier zum Schiff, wir können hier die Reparaturen entsprechend ausführen, wir können hier die Besatzung entweder heimschicken oder die Trime bemannen. Ja, und hier haben wir auch verschiedene Befehle. Wir können hier einmal die Stellung verteidigen. Also wenn ich die Trime jetzt irgendwo im Gewässer positioniere, wird diese Position verteidigt. Dann haben wir alle Feinde angreifen. Das ist die aggressive Angriffstaktik. Sofort, wenn Feinde auftauchen, werden diese angegriffen. Ja, und hier haben wir die Gegend patrouillieren. Wenn wir das jetzt anklicken, fängt das Schiff an, entsprechend die Gewässer zu befahren und nach dem Rechten zu schauen. Das ist ganz niedlich animiert. Wir sehen hier einen Soldaten, der quasi Wasserski fährt. Ja, wir können aber auch hier die Besatzung jetzt entsprechend heimschicken. Klicken wir das an, fährt die Trime wieder zum Heimathafen. Ja, und wir sehen, Trime und Trimenhafen sind verwaist. Gehen wir nochmal hier auf den Reiter Militär. Hier haben wir auch die Möglichkeit, über diesen Button alle Trimen entsprechend zu bemannen. Klicke ich das hier an, sind sie entsprechend wieder einsatzbereit. Dementsprechend müssen natürlich auch 100 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Gut, aber ich denke mal, wir brauchen sie jetzt nicht. Das muss man nur wissen, dass wenn man sowieso wenig Mitarbeiter hat und man die Trieben bemannen möchte, dass es dann natürlich noch schlechter auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Und Produktionsstätten und auch Dienstleistungsgebäude eben nicht mehr vollzählig mit Mitarbeitern versorgt sind. Ja, wir haben ja hier bei dem Reiter Militär noch die Bauoption Befestigungen. Wir können unsere Stadt nicht nur durch das Militär entsprechend verteidigen, wir können auch Bauwerke errichten, um die Stadt zu schützen. Klicken wir hier drauf, haben wir den Turm, die Mauer und das Stadttor. Ja, und das ist gleich wie bei den Vorgängern. Das Stadttor muss auf eine Straße errichtet werden. Ich werde jetzt mal hier eine Verbindung herstellen. So, und dann können wir hier zum Beispiel jetzt das Stadttor draufbauen. Wir können aber auch mit der R-Taste entsprechend das Gebäude drehen. Wir positionieren das Stadttor und jetzt eine Stadtmauer. Ja, und auch hier ist es beim Bau der Mauer so, wir können sie einzeln setzen, wir können aber auch die linke Maustaste gedrückt halten und dann ziehend die Mauern entsprechend bauen. Da war gerade der Philosoph im Weg gewesen. So, dann ziehen wir das bis hierhin. Und wenn wir Türme etablieren wollen, müssen wir mindestens eine doppelte Mauer bauen. Das ist ganz einfach. Einfach hier neben der Mauer eine weitere bauen. Dann wird sie doppelt ausgebaut. Man kann sie auch drei- oder vierfach bauen. Aber ich denke mal, doppelt reicht. So, dann können wir das hier auch noch mal ein bisschen weiterziehen. Ja, wir können nur auf einer doppelten Mauer Türme etablieren. Ja, die Türme müssen natürlich von einer Straße erschlossen werden, denn die Türme brauchen Zugang zum Stadtpalast. Also nur durch den Stadtpalast kann entsprechend hier der Turm bemannt werden. Das gilt übrigens auch für den Trimenhafen. Wenn wir keinen Stadtpalast haben, werden unsere Trimen auch nicht bemannt. Und dann bauen wir hier noch einen Turm auf. Und hier ist es auch so, die Türme, wenn sie gebaut sind, sind nicht besetzt. Wir können hier gucken. Rechte Maustaste, wir brauchen 15 Mitarbeiter für den Turm. Und auch hier ist es so, dass wir über das Infofenster beim Militär hier die Türme besetzen können. Klicken wir hier drauf, werden die Türme bemannt. So, und dann haben wir hier die Soldaten
auf den Türmen und wir haben auch eine Stadtwache, die dann später hier auf der Mauer entsprechend patrouilliert. Das System ist also gleich geblieben wie bei den Vorgängern und so können wir unsere Stadt entsprechend auch schützen. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal bei Militär auf die Spezialkarte Sicherheit gehen, können wir diese anklicken und dann sehen wir auch nochmal alle Gebäude, die mit Militär und Sicherheit zu tun haben. Wir haben dann halt jetzt hier den Palast, ja, und hier den Triemenhafen und hier haben wir die Mauer mit den Türmen. Ja, so viel also zum Militär und damit sind wir auch am Ende unseres Tutoriums angelangt. Wir haben jetzt alles Wichtige besprochen. Das Einzige, was ich noch nicht erwähnt habe hier bei den Reitern, ist hier unten der letzte, der Übersichtsreiter, der eigentlich auch recht wichtig ist. Klicke ich diesen an, können wir nochmal hier die Minimaps sehen und wir haben hier die Möglichkeit, die Forderungen uns anzuschauen, die wir noch erfüllen müssen oder auch die Quests. Da wird auch nochmal hier gezeigt, welche Gottheit dafür verantwortlich ist und wir haben hier entsprechend die wichtigsten Punkte, nämlich Beliebtheit, Nahrung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Unruhe und Finanzen. Ja, und wenn etwas gelb unterlegt ist, ist das immer ein Problem, das sollten wir beheben. Und wir brauchen also noch Mitarbeiter, aber da wandern jetzt noch neue Bürger ein. Wir hatten ja hier das Problem mit der Wasserversorgung. Und hier haben wir nochmal zwei Spezialkarten, einmal Probleme. Wenn wir das anklicken, können wir sehen, ob irgendwas in unserer Stadt nicht richtig funktioniert. Hier können wir das sehen. Bei diesen Produktionsstätten fehlen uns Arbeiter. Oh, da hat sich das gerade geändert. Also neue Bürger sind eingewandert und der Arbeitsmarkt erholt sich wieder. Ja, und hier, diese Symbolik zeigt uns an, dass dieser Betrieb stillgelegt ist. Also dieser Triemenhafen wurde von uns ja deaktiviert. Ja, und so kann man nochmal hier in der Stadt gucken, ob es irgendwo Probleme gibt. Aber das sieht eigentlich alles soweit ganz gut aus. Das sieht danach aus, dass wir auch hier zu wenig Mitarbeiter haben. So kann man immer mal gucken, wie die Lage in der Stadt ist. Ja, und hier diese Spezialkarte Straßen zeigt nochmal unser Straßensystem an. Alle Gebäude sind hier entsprechend ebenerdig, sodass ich gucken kann, ob irgendwo Straßen eventuell nicht angeschlossen worden sind oder eventuell Sperren nicht richtig gesetzt worden sind. Ja, unser Tutorium ist zu Ende und wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste ich sagen, dass das Spieleprinzip bei Zeus doch schon recht stark vereinfacht wurde gegenüber zum Beispiel Pharao, was ja wesentlich komplexer war. Was aber nicht heißt, dass das Spiel einfacher ist. Denn wenn wir uns jetzt gleich mit den Kampagnen, den sogenannten Abenteuern beschäftigen, können wir sehen, dass das Spiel auch relativ anspruchsvoll sein kann. Und darauf freue ich mich natürlich schon. Ja, ich hoffe, ihr seid bei den Abenteuern mit dabei. Freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.